Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's ganz gut. Heute geht es nämlich darum, mal wieder um gute alte Wechselgerüchte. Edin Đurđević soll vor dem Absprung stehen bzw. überlegen, ob er denn ausgeliehen werden sollte bei einem passenden Angebot. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr, um nichts zu verpassen. Wir starten direkt rein. Let's go. Edin Đurđević hat es beim ersten FC Magdeburg schwer. Wie geht der Spieler mit seiner Situation um und kommt es im Winter zu einer Veränderung? Ist natürlich die Frage, die wir uns klar stellen müssen. Es gab ja bereits schon Gerüchte, ich denke, man will ihn gerne in die dritte Liga ausleihen. Da wird es natürlich etwas schwierig von Angeboten her. Natürlich wäre er dann auch das Stammspieler, das ist ganz klar. Er kommt dann Vereine natürlich in Frage, die halt etwas weiter unten stehen. Beispielsweise kann man da bestimmt Alemannia Aachen nennen. Auch Unterhaching muss man da nennen. Ja, da gibt es einige Vereine, die da sehr, sehr interessant werden könnten für ihn. Auf jeden Fall neben Alexa Marusic, Livan Burcu und Jason Checker gibt es im Kader des 1. FC Magdeburg einen weiteren Kandidaten für einen Winterwechsel. Vor allem die Volksstimme hat es zuerst berichtet, dass er die Perspektive von Edin Đurđević beim FCM ausgelotet mit dem Ergebnis, dass auch der 21-Jährige im Januar wechseln könnte. Natürlich auf Leihbasis, das ist ganz wichtig zu sagen. Schon im Sommer war der Außenverteidiger ein Kandidat für eine Leihe in die Liga 3. Spieler und Vereine fanden die Idee gut. Es fehlte laut Bericht aber ein passendes Angebot für den Nationalspieler Luxemburgs. Ja, das ist natürlich sehr schwierig, wie gesagt. Sein Marktwert verspricht nicht so viel, er spielt nur Oberliga, Und da fehlt dann halt vielleicht auch dieses, ich glaube 2 Einsätze in Liga 2 hat er, 2 Kurzeinsätze, fand ihn auch gegen Braunschweig gut. Die paar Minuten war natürlich sehr nervös, schwierig zu sagen, woran es dann hapert. Er hat ein gutes Potenzial. Ich finde es schade, dass kein Drittligaverein ihn aktuell will. Ich könnte mir vor allem gut vorstellen, dass er bei Unterhaching reinpasst als Rechtsverteidiger oder von mir aus auch Innenverteidiger. Kann er im Endeffekt beides bespielen. Zur Not kann er sogar auf die rechte Schiene gehen. Wie er auch bei uns gespielt hat, dann gegen Braunschweig hat er, soweit ich weiß, rechtes Mittelfeld gespielt. Was er natürlich dann dementsprechend auch bespielen kann. Also es gibt bei ihm auch ein paar Optionen, wo man ihn definitiv einsetzen könnte. Ja, man muss sich da natürlich dann mal hinterfragen, woran es liegt. Und zur Not bin ich auch dafür, wenn er denn nicht unbedingt Oberliga spielen will, dass man ihn vielleicht an einen guten Regionalligisten ausleiht. Wie jetzt zum Beispiel Duisburg. Duisburg wäre bestimmt auch sehr interessant. So verbrachte Đurđević die komplette Hinrunde im Oberligateam des 1. FC Magdeburg 2. Eine bessere sportliche Perspektive hat er aktuell unter Trainer Christian Tietz nicht. Wir sind in der Außenverteidigung gut besetzt. Da ist es nicht so leicht für ihn, sagte Tietz. Und ja, das stimmt. Vor allem auf den Außenbahnen ist man meistens gut besetzt, auch weil man aktuell wieder Pech hat, dass die Außenbahnen etwas verletzungsanfällig sind, kann man sagen, mit Loric, Herbert Bockhorn und auch Musunda, und selbst da hat er keine Chance. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er, wenn die wieder da sind, spielt, noch geringer. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Und dann sieht man halt eine Gelegenheit eher zur Leihe, würde ich sagen. Das ist schon klüger. Ja, muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Vor allem, weil Tarek Schad sich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr im Mittelpunkt spielt, als sehr wahrscheinlich 4. Verteidiger. Was selbst Đurđević schon wieder nicht geschafft hat, was sehr, sehr schade ist. Ich würde ihm so gerne Spielzeit gönnen. Zwar gibt sich Đurđević, der aus der Jugend des FCM stammt, weiter kämpferisch in Sachen Zweitliga-Einsätze, doch kennt auch er seine Situation. Man muss es bis zum Ende der Winterperiode sehen, sagte das Talent über eine mögliche Leihe. Der Verein wäre nicht abgeneigt, um Đurđević Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau zu geben, was natürlich Liga 3 heißen soll. Dass der 1. FC Magdeburg seinen Spieler generell schätzt, zeigte sich erst im April 2024, als Đurđević seinen Vertrag vorzeitig verlängerte. Mit Spielpraxis in der 2. Bundesliga wurde er aber seitdem nicht belohnt, was sehr, sehr schade ist. Aber der Kader ist halt auch sehr, sehr fest und da gibt es aktuell keinen Grund, warum man unbedingt etwas riskieren sollte, weil es einfach sehr, sehr gut läuft. Was natürlich sehr, sehr verständlich ist, dann dementsprechend auch. Lasst aber gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen.
uns supporten für mehr. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Dankeschön.